Willkommen zur Präsentation. Ich warte noch ein paar Minuten, bis die anderen Angemeldeten reinkommen. So, herzlich willkommen, jetzt richtig. Mein Name ist Tatjana Vieira. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Buchpräsentation vom Buch Freiheit zur Mato Virgem von André Paiva de Figueiredo. Bem-vindo, André, willkommen. Hallo, Tatjana. Also, erstmal möchte ich sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, hier zu sein mit allen von Ihnen. Also insbesondere freue ich mich auch zu sehen, der renommierte Historiker Hans Fessler, der dabei ist, der Autor des Buchs Schwarz-Weiß. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Reise in Schwarz-Weiß? Reise Schwarz-Weiß, genau. Danke vielmals. Ja. Genau. Ja, ich freue mich auch, Sie hier zu sehen. Wir sind eine kleine Runde noch. Ich nehme an, weitere Personen werden im Laufe des Gesprächs dann eintreffen. Jetzt ist gerade jemand gekommen. Und zwar haben wir diese Buchpräsentation heute veranstaltet im Rahmen unseres Programms zur Ausstellung Zwischen zwei Heimaten. Ich habe das Plakat hier, das schöne Plakat hinter mir. In dieser Ausstellung erzählen wir die Geschichte unseres Stifters, Walter Wüthrich. Er ist 1939, kurz vor Kriegsausbruch,
nach Brasilien ausgewandert. Und weil wir über seine Auswanderungsgeschichte sprechen, haben wir das zum Anlass genommen und über die Migrationsgeschichte zwischen Brasilien und Schweiz im Allgemeinen zu erzählen. Und wir haben dort, das werde ich Ihnen gleich zeigen, eine Wand, in der wir einen Zeitstrahl haben mit der Migrationsgeschichte Schweiz-Brasilien. Also wer waren die ersten Schweizer? Und ich sage Schweizer, weil es vor allem Männer waren im 16. Jahrhundert, Jesuiten, die nach Brasilien gegangen sind. Und wie hat sich das im Laufe der Zeit weiterentwickelt? Und im 19. Jahrhundert war die große Migration quasi von SchweizerInnen nach Brasilien. Und das ist die Periode, die heute thematisiert wird, also mit dem Freiherr zu Mato Virgem, ein Vorfahren von André Paiva de Figueiredo. Und ich werde versuchen, ein paar Fragen zu stellen. Wir sprechen über die verschiedenen Teile des Buches und was für Inhalte dort vorkommen. Also wer war dieser Herr? Wer war Barão de Mato Virgem? Und können im Laufe des Gesprächs auch gewisse Themen vertiefen. Und am Schluss möchte ich öffnen für Fragen. Wir werden natürlich nicht alles im Detail besprechen können. Ich bin aber sicher, dass André Figueiredo nachher zur Verfügung sein wird, also für weitere Fragen, weitere Austausche. Wir haben das jetzt in einer Stunde geplant und werden entsprechend oberflächlich bleiben. Es sind sehr viele spannende Themen, die wir hier thematisieren könnten, aber wir werden das wahrscheinlich nicht so in die Tiefe gehen können. Wir haben ein Video von André Figueiredo erhalten, der so ein bisschen eine Übersicht gibt über die Inhalte des Buches, und wir möchten das Video jetzt kurz abspielen. Das sind 2 Minuten 50. Können Sie das Video sehen?
Vielen Dank, Sarah. Ja, das war so eine kurze Einführung zum Buch. Damit hat André Paiva de Figueiredo das Buch beworben. Er ist Musiker eigentlich, oder? Wir haben ganz am Anfang, bevor wir begonnen haben, offiziell Musik gehört, und zwar von André gespielt. Du spielst Laute, André. Ja, ich habe Renaissance-Laute gespielt auf dieser Aufnahme. Die Aufnahme steht in meinem YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt genauso wie ich, André Paiva de Figueiredo. Und das war ein paar Stücke auf der Renaissance-Laute. Und das war ein Weihnachtskonzert eigentlich. Darum hört man auch Weihnachtslieder zum Hintergrund, die ich begleitet habe. Das war Ensemble Glarian. Das war dirigiert von Daniel Meinhardt und Patrick Oetterli, genau. Danke. Du bist aber heute nicht in dieser Rolle als Musiker hier, sondern als Schriftsteller. Heute nicht, nein. Aber es wurde gespielt, da muss ich sagen, was es war. Genau, genau. Also deine Rolle heute ist eben die Rolle des Autors von diesem Buch. Dort sprichst du über Ferdinand von Steiger, ein Vorfahren von dir. Was ist deine Verwandtschaft mit Ferdinand von Steiger? 5 Generationen, das ist richtig gesagt. Er war Vater von Cherubino von Steiger, Ingenieur in Brasilien, der eigentlich eine schwarze Frau geheiratet hat. Cherubino ist schon in Brasilien geboren, aber er kam in die Schweiz, als er sehr jung war, und blieb von seinen 6 bis seine 23 Jahre in der Schweiz. Und dann kam er zurück nach Brasilien. Dort hat er sein ganzes Leben lang als Ingenieurchef bei der Eisenbahn in Rio de Janeiro und hat eine schwarze Frau geheiratet, aus Bahia. Und dann kam von der Generation meine Urgroßmutter, meine Großmutter, die war ungefähr deine Hautfarbe sozusagen. Und dann kam meine Mutter und dann kam ich. So war das. Okay. Und du bist, irgendwann hast du gedacht, ja, ich muss jetzt wissen, wer meine Vorfahren waren, und hast entschieden, ein Buch zu schreiben. Oder wie kam es zu diesem Buch? Also meine Großmutter hat sehr viele Dokumente. Also hier steht das ungefähr. Eine Menge Sachen. Ich kann das jetzt nicht so öffnen, aber hier sind die Originale, die sind sehr delikat, muss das gut aufbewahren. Und diese Dokumente, also inklusive des Reisepass von Cherubino von Steiger, ihr Großvater, mein Urgroßvater, steht dort drin. Und mit diesen Dokumenten konnte ich an der Berner Burgerbibliothek nachsuchen. Nach 2 Stunden ungefähr habe ich den Namen Cherubino von Steiger in den Archiven, also Register von dem Buch. Entschuldigung, wieso heißen sie nicht als ja, das bin ich. Ja. Eine Frage kam im Chat. Genau. Also es braucht ungefähr 2 Stunden, um den Namen Cherubino von Steiger in diesem Register zu finden, Buchregister von der Berner Burgerbibliothek. So war das. Und danach ging es ein bisschen einfacher. Ja, und wie kam es dazu? Also du hast am Schluss dieses Buch geschrieben, also du hast natürlich recherchiert darüber, aber was hat dich dazu bewegt, diese 80 Briefe zu übersetzen? Was war deine Motivation? Okay, ja, das war sehr langsam. Zuerst wollte ich etwas verstehen überhaupt. Das war für mich sehr schwer zu verstehen, diesem Schrift, der Deutsch-Koran-Schrift. Ich brauchte ungefähr 2 Jahre sozusagen, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, mich so zu widmen. Und dann ist das so gegangen, dass nachdem ich angefangen habe zu verstehen, habe ich angefangen, meiner Familie das zu zeigen. Und dann kam ich auf die Idee, dass andere Leute sich interessieren können. Und habe ich einen Blog, eine Internetseite angefangen damit. Und erst später, ja 2017 oder 2018 ungefähr, weil ich habe
eben, diese Briefe habe ich erst in 2011, 2012 das entdeckt. Und 2017, 2018 haben Historiker von Brasilien angefangen, mich zu kontaktieren. Und aus dieser Zeit kam mir die Idee, dass ich ein Buch veröffentlichen sollte, um das zu registrieren. 2021 hast du das Buch publiziert. Das Buch ist übrigens auf Amazon auf Portugiesisch und Deutsch erhältlich. Und du hast gesagt, du hast gemerkt, dass es für andere interessant sein könnte. Warum? Inhalte. Also, Etwas mit den Inhalten hat das. genau, es ist historischer Inhalt. Ich habe Geschichte studiert, also als ich jünger war. 2 Jahre habe ich Geschichte studiert, bevor ich für Musik umgewandelt bin. Und ich wusste von dem Inhalt her, ich habe sehr viele Namen, sehr viele Nummern, sehr viele Fakten, dass es ein wichtiges Material ist, dass es um ein wichtiges Material umgeht. Also ich hatte, als ich Geschichte studiert habe in Brasilien, ähnliche Dokumente gelesen. Deswegen wusste ich, dass es wichtig ist. Interessant sein könnte für anderen auch. Ja, ja. Und es sind, wie gesagt, 80 Briefe, die... 40 Briefe. Briefe. Ah, okay. Da haben wir, glaube ich, die falsche Information. Ja, Entschuldigung. Das sind die Briefe, nein, es sind 80 Briefe insgesamt. In diesem Archiv ist 80 Briefe von Ferdinand. Aber die 40 Briefe, die ich transkribiert habe, sind von der Zeit, dass er in Brasilien war. Die anderen 40 sind von der Zeit, dass er noch in Europa als Leutnant. Ja. Also ja, in Berlin für Preußen war. Ja, also in diesem Buch geht es, Barão de Mato Virgem, geht es um Briefe, die Ferdinand von Steiger an seine Familie geschrieben hat. Und zwar in der Periode von, also er lebte zwischen 1825 bis 1887 und also die Briefe beginnen 1855. Genau, und sie erzählen eben von seiner Ankunft, vom Leben in Brasilien damals. Und er hat als Plantagenbesitzer natürlich eine privilegierte Position. Hatte also in dieser Plantage auch Angestellte. Es ist also, du hast auch herausgefunden, ich glaube zu deiner Überraschung, dass er auch Sklavenbesitzer war. Aber das ist ja auch nicht so erstaunlich, weil in dieser Zeit alle, die Plantagenbesitzer waren in Brasilien, haben vermutlich auch Sklaven, oder? Ganz genau. Also, sehr wichtig zu sagen, der Ferdinand von Steiger war ein Bernburger. Das heißt, er ist ein Patrizier, also seine Familie von Steiger ist eine Familie von dem Notabel, von dem Bernburger. Also nicht eine ganz normale Bürger, sind privilegierte Bürger in der Eidgenossenschaftzeit. Und das ist so, dass er kommt von einer Familie, die etwas Geld hatte. Und er war vorher Offizier im fremden Land, nämlich Preußen. Und ist das so, dass das war eine Tradition von der Familie. Vorher waren sie alle seine Vorfahren waren sie auch Offizier im Ausland, in Berner Regimenten zum Dienst anderen Ländern. Und der Ferdinand kam nach Brasilien schon als ein privilegierter Mann in Europa. Und dort hat er gearbeitet für seinen Onkel, Gabriel von May, der eine Plantage schon hatte. Auch ein Berner Bürger, auch ein Berner Patrizier. Und zuerst hat er 10 Jahre als Verwalter gearbeitet, von 1845 bis 1855. Erst dann hat er die Plantage gekauft. Und
so eine große Überraschung war das nicht für mich, dass er Sklaven hatte, weil in Brasilien fast jeder, der etwas Geld hatte, im 19. Jahrhundert, hatte schon Sklaven, das war normal. Das ist wie heutzutage die Leute in Brasilien, die eine Domestika hat, einen Markt hat. Also das ist sehr typisch. Jeder, der etwas Geld hat, hat einen Markt zu Hause, der putzt und wascht und kocht und so weiter und hilft der andere Sachen. In Brasilien im 19. Jahrhundert waren die Sklaven. Also, und er hatte eine Plantage, das heißt, er hatte Sklaven. Das war sowieso schwieriger, eine andere Art Handwerk, nicht Handwerk, eine andere Arbeit, Leute zu finden. Ja, ja, und er spricht auch darüber in diesen Briefen, oder das ist dort, wo es eben spannend wird. Also er erzählt vom Leben in Brasilien, er erzählt aber auch zu seinem Verhältnis zur indigenischen Bevölkerung, er erzählt auch über seine Wahrnehmung von den Sklaven. Und wir werden ein paar Ausschnitte lesen, also wir haben jetzt einige Stellen hervorgehoben, aber mich würde interessieren, was sind so die größten Erkenntnisse deinerseits? Also was hat dich am meisten überrascht oder was waren Aussagen, die dich so geprägt haben in diesen Briefen, die du übersetzt hast? Okay, zuerst, was mir am größten überrascht hatte, ist, dass Cherubino nicht in der Schweiz geboren war schon in Brasilien, das war der Sohn von Ferdinand von Steiger, weil meine Großmutter immer erzählt hat, Cherubino war ein Schweizer. Und dann, das war so meine größte Überraschung, dass Cherubino hat einen Vater. Und dann, Cherubino hat einen Vater, der Plantagenbesitzer war. Das war für mich auch eine große Überraschung. Das hätte ich nie gewusst. Und dass er von der Aristokratie kam, das wusste ich auch nicht, dass so etwas überhaupt in der Schweiz gab im 19. Jahrhundert. Und das war für mich, also von dem Material, das ich transkribiert habe, was war meine große Überraschung? Das ist sehr schwer zu sagen, weil ich hatte null Ahnung, was ich genau finden würde. Aber und ich habe schon erwartet, dass es rassistisch ist, dass es supremazistisch ist. Ich habe schon erwartet, dass, wie kann ich das sagen, diese Mentalität von Militärleuten, die sind sehr, wie heißt das, verblumpte Material sind sehr verblumpt ist. Das habe ich schon erwartet, dass es sein konnte. Ja, am meisten hat mich überrascht, dass er wirklich diese Beziehung zu Indigenen aufgebaut hatte. Dass er sogar versucht hat, die Indigenen als Arbeiter seine Pflanze, wie heißt das, eingesetzt hat. Das war vielleicht meine größte Überraschung. Oder dass er bezahlt hat, Indigenen seine Pflanzen zu schützen gegen Angriffe anderer Indigenen. Das war für mich etwas ganz Neues, dass so etwas gab auch. Also die Briefe geben, also übrigens die Schrift, die Sie auf diesem Buch auf der Vorderseite sehen, das war eben die Schrift, die André Paiva de Figueiredo entziffert hat, transkribiert und dann ins Portugiesische und ins Deutsche, dann ins aktuelle Deutsche übersetzt hat. Also Sie geben ein bisschen einen Einblick in diese persönliche Geschichte, weil ich glaube, die Beziehungen, man kann nicht einige Informationen sind Informationen, die für diese Zeit stehen, quasi, die kann man wirklich so als Zeitdokumente lesen. Es gibt aber sehr persönliche Geschichte, also diese Geschichte vom Schutz von der indigenischen Bevölkerung. Es kann sein, dass es eine persönliche Geschichte von Ferdinand von Steiger war oder von dieser Region. Und genau. Das ist dokumentiert. Ja, gerne. Entschuldigung, aber es gibt Historiker in Brasilien, die das geforscht haben. Und das war tatsächlich so. Indigene wurden bezahlt, andere Indigene zu vernichten sogar. Und das ist seit dem 16. Jahrhundert so. Und nicht nur von der Kolonialregierung, das gab von anderen Pflanzen, die das gemacht haben. Das war sehr, sehr
eine sehr verbreitete Sache. Er hat nicht etwas erfunden. Ja. Aber was ist ganz neu ist, sind die Register überhaupt. Das ist also weil die Register man darüber finden kann, sind offizielle Register, die stehen also von dem zum Beispiel die Kapuziner zum Beispiel, die mit den Indigenen gearbeitet haben in dieser Region, nach den Jesuiten. Die schreiben über solche Situationen, was passiert mit den Indigenen und so weiter. Und sie schreiben auch, dass Ferdinand von Steiger ein paar Indigene ausgenutzt hat, um eine Landstraße aufzubauen. Das haben die Kapuziner geschrieben und andere Historiker in Brasilien, wie zum Beispiel Ayala Oliveira Silva, erwähnt das in ihren Büchern. Aber eben so detailliert registriert, das gibt nicht. Das ist neu. Danke für die Korrektur. Vielleicht, was ich gemeint habe, ist mehr, es sind persönliche Briefe am Schluss, oder, die wir da anschauen und die Möglichkeit haben zu lesen. Und eben, es erzählt die Geschichte oder die Wahrnehmung dieser Person. Und vieles ist auch aus dieser Perspektive erzählt. Ja. So, das ist, was ich meine mit Entschuldigung. was ich vorher, nein, ist gut, also ich bin froh um die Korrektur. Es ist ein breit erforschtes Thema und ich habe auch gesehen, dass dein Buch wichtig ist für viele wissenschaftliche Arbeiten in Brasilien. Also es gibt bereits Personen, die sich darauf beziehen und sagen, wie wertvoll es ist, eben aus erster Hand quasi zu lesen, wie die Beziehung von einer vor einer Schweizer Kolon in Brasilien zu lesen, oder? Also es ist eigentlich auch Schweizer Kolonialgeschichte, wenn man so will, über die man nicht so viel hört. Wobei man sagen muss, dass in den letzten Jahren das Interesse dafür wächst. Und ich glaube, es gibt immer mehr Leute und immer mehr Entdeckungen wie diese, die du gemacht hast. Ich würde gerne ein bisschen über den Aufbau des Buches sprechen. Der Bruder von Ferdinand von Steiger hat eine Biografie über ihn geschrieben. Und so beginnt das Buch mit dieser kurzen Biografie. Also es ist ungefähr das, was André gesagt hat. Also wo er aufgewachsen ist, wo geboren, wie kam er überhaupt nach Brasilien. Er kaufte eben diesen Bauernhof und ging dann nach Brasilien. Das Buch ist in 4 Teilen aufgeteilt. Mein Kanaan, meine Kinder, der große weiße Häuptling und der Schwanengesang. Und André hat erklärt, dass diese 4 Teile, die Titel, die beziehen sich auf konkreten Passagen von den Briefen. Oder? Mein Kanaan, kannst du uns kurz sagen, um was es da geht? Wieso du diesen Titel ausgesucht hast? Diese Titel sind Zitaten, das der Ferdinand von Steiger benutzt in seine Briefe. Ich habe das nicht erfunden, das sind genommen von dem Text. Mein Kanaan, er nennt Brasilien mein Kanaan, also seine neue Heimat. Und wie er wirklich liebt, das ist zitiert in dem Brief von 1855, Oktober, glaube ich. Ja. Meine Kinder, meine Kinder ist eine Frau, die das erwähnt, aber ich sage zuerst über die Zitaten. Das ist eine Frau, die das sagt, in dem Moment, dass er seine Kinder nach Europa bringt zum Erziehen. Der große weiße Häuptling, er sagt, dass die Indigenen ihn so nennen, seine Nachbarn sozusagen. Und der Schwanengesang, das ist eine Sache, dass er sagt, in dem Moment, dass er seine Mühle aufbaut, seine Engenho, ein Maschinenbau. Ja, er baut das auf und er glaubt, dass wenn das fertig ist, wenn eine Party geben wird, ein Fest geben wird, um das zu feiern, sein Engenho, das wird der Schwanengesang sein.
weil er glaubt, die Sklaverei ist sowieso zum Ende bald und er wird keinen Sklaven mehr haben. Das heißt, er wird das aufbauen, er wird das feiern und gleich danach das in Brand stehen, weil es sowieso keinen Sklaven mehr geben wird zum Arbeiten. Das heißt, der Schwanengesang, also dieser Feier, dieser Fest wird der Schwanengesang sein, weil er danach sterben wird, so wie das Legende von dem Schwanengesang. Also der Schwan singt, bevor er stirbt. Ja, danke für die kurze Erklärung. Also wir hören, es sind wirklich Zitate aus diesen Briefen und Sie markieren auch eine gewisse, also sie sind auch chronologisch ungefähr, oder Sie erzählen ein bisschen. Ganz genau, die Briefe. das wollte ich noch sagen. Ja. Also diese Teile habe ich habe so in 4 Teile geteilt, wie die verschiedenen Teile von seinem Leben, die ich identifizieren kann. Beim ersten Teil war er noch sehr enthusiastisch über das alles, was er noch vorhat, vor sich. Also, und er denkt sogar, dass er ganz tief im Wald leben will. Und er erklärt seinem Vater, seinem Bruder, alles, was er vor mit den Pflanzen hat. Das Teil von meinen Kindern ist der Moment, dass er nach Europa reist. Das ist gleich nachdem er einen Besuch von dem Erzherzog Maximilian von Habsburg, der in Zukunft der Kaiser von Mexiko sein wird. Also Erzherzog von Österreich ist der Maximilian. Und nachdem dieser Maximilian ihn besucht, 1860, kurz danach macht er eine Reise nach Europa mit seinen Kindern und bringt die Kinder zur Erziehung und lässt die Kinder dort. Als er zurückkommt, sagt die Frau, meine Kinder, wo sind die? Ich will die Kinder zurückhaben. Und da fängt ein Teil an von seinem Leben, wo er sehr aktiv ist. Also im Konsulat Preußen, also er wird Konsul von Preußen, von der Schweiz und von Österreich. Und er arbeitet sehr viel als Arzt. Er ist sozusagen autodidakter Arzt. Er lernt selber Medizin, bevor er nach Brasilien reist. Und er tut eine Menge Sachen zu seiner Nachbarschaft. Gründet ein kleines ein kleines Krankenhaus bei ihm und die Leute kommen zu ihm. Und ja, er kümmert sich um eine Menge Sachen mit seiner Nachbarschaft und so weiter. Das ist ein sehr sozialer Teil. Und dann kommt der große weiße Häuptling. Dieser Teil kommt ungefähr, nachdem seine Tochter in Europa stirbt. Ich weiß nicht ganz genau, was passiert, aber es gibt auch ein Problem zwischen er und seiner Frau, natürlich, das ist sehr klar. Und er geht zu dieser Zeit, er gründet eine neue Pflanzung, ganz tief in den Wald, über 50 Kilometer weit entfernt, sehr tief in den Wald. Und da bleibt er ganz allein mit seinen Neger, sozusagen, seinen Sklaven, seinen Versklavten, so nennt er das. Und da ist er ganz allein und kommt ab und zu seiner Fazenda Vitória, wo seine Familie eigentlich lebt. Aber meistens bleibt er dort mit dieser neuen Pflanzung und hat auch dieses Leben mit diesem Indigenen, die mit ihm lebt. Also, und da ist wirklich eine ganz neue Phase von seinem Leben, wo er wirklich nur um seine Pflanzung und kümmert und wünscht sich, dass seine Kinder so schnell wie möglich zurückkommen, so seine Söhne. Und so ist das. Und dieser Teil dauert, bis seine Frau stirbt. Und seine Gesundheit geht sehr schlecht auch. Er hat Rheuma. Eigentlich hat er Beriberi, eine tropische Krankheit. Er sagt das auch. Und dann geht es ihm so schwer, dass er lebt nicht mehr so tief im Wald. Und das ist der Teil der Schwanengesang. Nachdem seine Frau stirbt, alles, was er sich wünscht, seine Töchter zu heiraten, weil er wieder zurück nach Europa gehen will und sterben will in Europa. So ist das. Aber das passiert nicht. Er stirbt in Brasilien und ich glaube, er hat nur 2 seiner Töchter geheiratet. Insgesamt hat er noch 4 Töchter. Eine ist in
in Bern gestorben, als er gebracht hat zur Erziehung. Mhm. Vielen Dank. Ja, es ist, wie gesagt, chronologisch. Wir würden jetzt einige Ausschnitte lesen aus dem Buch. Achtung, es wird teilweise eine Sprache verwendet, die nicht mehr zeitgemäß ist. Ich habe die Worte jeweils gestrichen und sie ersetzt. Ich lese kurz vor. Er schreibt im ersten Teil, mein Kanal, es ist etwas Entsetzliches, allein auf einer halben Erdkugel zu existieren. Mein Wille war es, mich zu expatriieren, und ich werde daher jederzeit mich still und ergeben in die Fügungen meines Schicksals fügen. Mir ist das Leben unter Sklaven entsetzlich zuwider, und dennoch muss ich mich da reinfügen, es wahrscheinlich mit ihnen zu fristen. Was die Negrophilen über das traurige Los der Sklaven faseln, ist Unsinn und Lüge. Nicht die Sklaven, deren Herren sind zu beklagen und bedauern, und sie sind die wahren Sklaven ihrer Sklaven. Du eiferst über die Schlechtigkeit und Verdorbenheit eurer europäischen Beamten, Arbeiter etc. Ich kann dich aber ohne Übertreibung versichern, dass dieselben besser sind als die Sklaven, auch weil ich sie kenne und daher mit letzteren vergleichen kann, sondern auch weil es möglich ist, dass auf der Welt etwas Schlechteres und ebenso Schlechtes gibt als den Sklave. Es geht so weiter. Ich habe unten eine weitere Stelle hervorgehoben. Unter den gemeinen, ungebildeten Teil der Menschheit ist der Sklave das glücklichste Wesen, das einzige Wesen der Welt, das nie Sorgen hat. Sein Herr muss für alles sorgen. Er mag arbeitsam oder faul, gesund oder kränklich sein, mag Kinder haben oder nicht. Er arbeitet seine 10 bis 12 Stunden täglich, wenn er sich eben nicht krank stellen mag, und damit basta. Dafür bekommt er täglich, er mag arbeiten oder nicht, seine 3/4 Pfund Fleisch und Gemüse, das Äquivalent von 5 Pfund Kartoffeln, mit den nötigen Zubehör und seine Ration Branntwein und so weiter und so fort. Das heißt, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, ich war ziemlich schockiert. Es ist noch, ja, wie soll ich sagen, also man weiß, dass darüber gesprochen, also auf diese Weise gesprochen und geschrieben wurde, dennoch schockiert das einen, das heute zu lesen. Also wie er über seine Sklaven, also Versklavten gesprochen hat, und diese Einstellung, dass er als Herr quasi dieser Sklaven der Arme ist und nicht die Sklaven selbst, weil wie wir vorher auch, wie schon angedeutet wurde, war die Sklaverei fast abgeschafft. Also es gab damals, als Ferdinand von Steiger nach Brasilien gegangen ist, da gab es schon den Versuch, quasi die Sklaverei zu beenden in Brasilien. Und das hat er gespürt. Das heißt, die Sklaven haben immer wie mehr Rechte bekommen, bis eben zur totalen Aufhebung. Und was wir hier lesen, ist, dass er sich auch als Arme fühlt. Also man soll meine Situation, also mich bemitleiden und nicht die Sklaven. Magst du vielleicht etwas dazu sagen, André? Ja, was ich damit sagen will, grundsätzlich ist, dass viele Europäer haben nicht so gelebt, wie er meinte, seine Sklaven gelebt hatten. Wenn man das liest genau und denkt zum Beispiel an die Verdingkinder in der Schweiz bis in die 60er Jahre, viele haben mehr gearbeitet als diese Sklaven, so wie es hier steht. Und viele haben auch nicht so gut gegessen wie diese Sklaven, zum Beispiel. Und er meinte, also, dass im 19. Jahrhundert diese Sklaven haben ein besseres Leben als viele Europäer. Und wir, so sagt er, Sklavenbesitzer, müssen dafür sorgen, dass sie dieses Leben haben. Das heißt, wir sind eigentlich
die wahre Sklave von diesem Sklaven. Ja, also Was absurd ist eigentlich. so hat er sich gesehen. Ja, eigentlich hat er das Leben selber ausgewählt und sagte das auch ganz am Anfang diesen Brief. Also, ja, also das ist ein richtiger Supremacist-Text. Ja, eine richtige, ja, wie ein Europäer sich gesehen hat in dieser Zeit. Das ist, aber wie gesagt, natürlich nicht alle Europäer haben sich so angesehen. Dieser hat sich so angesehen. Andere haben sich nicht so angesehen. Manche Versklavten fanden, dass sie ein gutes Leben hat. Manche fanden das nicht. Der Punkt ist das, was wir heutzutage darüber denken, eigentlich. Was wir auch wissen, also voll, wir wissen ja, wie es tatsächlich war, oder? Und irgendwie, also deshalb ist das verstörend, das zu lesen, dass er sich so als Arme bezeichnet hat und auch Vergleiche gezogen hat, oder sie haben ein gutes Leben. Vielleicht können wir gleich zur weiteren Stelle, mit Blick auf die Zeit, schaue ich, dass wir zu weiteren Stellen kommen. Also das ist ein Brief von 15.08.1878, das auch in diesem Buch transkribiert ist. Wir können weiter zur nächsten Stelle gehen. Genau, also aus diesem Teil der große weiße Häuptling, wo es vor allem hier um die indigenische Bevölkerung beispielsweise geht. Ferdinand von Steiger schreibt: Während ich schreibe, steht ein halb Dutzend Indianer im tiefsten Negligé vor meiner Veranda und sehen mir ziemlich verwundert zu. Ich habe mir nämlich eine Leibgarde von diesem Gesindel anschaffen müssen, um mich vor den Raubzügen der Indianer eines anderen Stamms zu schützen, welche bereits anfingen, sehr frech und gefährlich zu werden. Meine Indianer haben schon verschiedene Razzias gegen unsere gemeinschaftlichen Feinde gemacht und wohl schon ein Dutzend getötet. Und ob sie verspeist haben, weiß ich nicht. Sie behaupten zwar nein, aber ich glaube eher das Gegenteil. Denn die Leute fressen alles und sind immer hungrig. Ein krepiertes, verfaulendes Pferd, eine Kröte, ein Mensch, alles ist Fleisch. Am Anfang habe ich meine liebe Not mit ihnen gehabt. Jetzt fangen sie an, sich etwas zu zivilisieren. Aber schmierig, faul und heimtückisch bleiben sie immer. Und so weiter. Und auch hier hört man, oder, eine ziemlich herablassende Art, über die indigenische Bevölkerung zu schreiben, zu reden. Das überreicht leider auch nicht, oder? Aber es ist wahrscheinlich schon so ein Schock, wenn du, André, dich mit diesen Briefen auseinandersetzt und neben den Passagen über die schöne Landschaft in Vitoria, in der Fazenda Vitoria, also über solchen Stellen kommst, wo er auf diese Weise über die indigenische Bevölkerung spricht. Oder wie ging es dir denn dabei? Ja, dieser Brief war für mich sehr schwer. Sie wurde zuerst geschrieben an dem Schwager. Und der Schwager hat das kopiert und an den Bruder weitergeschickt. Diese Kalligrafie, die du gerade gezeigt hast, das war von dem Schwager. Das heißt Charles, der Steiger der Poterie, ein Genuinbär. Und das war für mich auch sehr schwer zu lesen, diese Kalligrafie. Ich brauchte so ungefähr über 20 Stunden diese Brief, und das ist nicht so lange eigentlich, sie zu transkribieren. Das war sehr schwer für mich. Und ich habe sie extra mich bemüht, das zu transkribieren, weil kurz vorher hatte ich diese Historikerin Ayala Silva kennengelernt, die über Indigenen forscht in Brasilien. Und das war für mich und ich habe ihr gesagt, okay, ich werde mich fokussieren an den Briefen, die über Indigenen schreibt. Und ich habe dann das gesucht
und das war für mich sehr schwer, das zu transkribieren und das ihr weiterzugeben, so wie das ist. Das war für mich, und auch zu übersetzen. Welche Sprache sollte ich das übersetzen? Weil ich habe das so verstanden, dass ich muss das wirklich, das Gefühl übersetzen. Nicht Also nur wortwörtlich. den Text. Genau, dann habe ich wirklich versucht, ich musste alles so zeigen, so wie das ist. Und dann die Übersetzung war sehr schwer, weil es ist sehr beleidigend, sehr empfindlich im Text. Und wie kann ich das sagen? Und das ist das, wie der Europäer im 19. Jahrhundert sich gesehen hat, wie der Person der Bildung für die Welt bringt, die Kultur für die Welt bringt. Man hat so die sogenannte sie nicht gut, also man muss diese Leute akkulturieren. Das sagt von Steiger immer wieder auch. Also man muss Kultur bringen. Sind sie überhaupt zum Kulturieren oder nicht? Ich habe vergessen, wie das Wort heißt eigentlich. Also sind Sie kulturfähig, habe ich mich erinnert. Sind Sie kulturfähig oder nicht? Er fragt sich zum Beispiel einen Bruder in einem Brief vom 10. März 1878. Ich möchte schauen, ob Sie diese indigene Kultur fähig sind oder nicht. Jetzt in Europa, ihr habt die Diskussionen, ob die Bulgaren kulturfähig sind oder nicht. Die Türken meinen, sie sind nicht. Die Russen meinen, sie sind doch. Und also er hat sich über die Question d'Orient sich gewundert. Und hat das verglichen mit den Indigenen bei seinem Gut. Also, und so hat sich der Europäer damals gesehen. Also jemand, der Kultur bringt, zu den Leuten, die kulturfähig sind. Damals, also er war natürlich jemand, der Macht hatte, eine mächtige Person, also wie andere Schweizer Plantagenbesitzer auch. Und ich habe nachgelesen, dass in der Zeit waren einige in der Region, also nicht nur in der Region, aber auch in dieser Region, auch viele Schweizer waren für den Export bestimmte Waren auch also ziemlich wichtig. Also die haben gewisse Bereiche quasi auch dominiert, so wie der Export von gewissen Rohstoffen. Genau. Was hat denn die Fazenda Vitória für Produkte? waren Gute die Plantagen? Es war meistens Kaffee, aber das war die Zeit, dass die Kakaoanpflanzung angefangen hat in Brasilien. Die Fazenda Vitória war vielleicht der erste oder eine der ersten großen Pflanzen mit vielen Sklaven, die sich mit Kakaokultur beschäftigt hat. Das ist sehr gut bevor in Brasilien, dieses Thema. Viele Historiker schreiben darüber schon. Ich stelle diese Frage, um auch den Link zu machen, eben zu unserer Ausstellung. Wir beschäftigen uns ja mit Schweizer in Brasilien seit dem 16. Jahrhundert und wir haben gemerkt, dass also die Geschichte von Ferdinand von Steiger ist eine von vielen. Also es gibt viele, die unter diesen Umständen auch nach Brasilien gegangen sind, eben Plantagenbesitzer war, die auch quasi dort ihre Erfahrungen gemacht haben. Und das wurde teilweise auch gefördert also im 19. Jahrhundert war Brasilien noch eine Kolonie. Ein Kaiserreich. Ein Kaiserreich, genau. Und deshalb hat der König Dom João VI also verschiedene Verträge abgeschlossen mit Kantonsvertretern und hat organisiert, dass gewisse Familien nach Brasilien ausgewandert sind. Nova Friburgo ist das Beispiel, eine Stadt, die auf dieser Basis gegründet wurde. Also wir zeigen in der Ausstellung bestimmte Bilder, wir erzählen ein wenig, wie das ging, aber die Hauptinformation dort ist schon, dass es eine geförderte Migration war. Also weltweit war dieser Vertrag zum Beispiel zwischen einem Kantonsvertreter aus Genf und dem König in Brasilien. Es gilt als erste offizielle Migration weltweit,
Vertrag quasi zwischen zwei Staaten. Und das war für Brasilien nicht ganz unbedeutend. Und das ist ein Thema auch in der Ausstellung. Und das ist der Kontext eigentlich, in welchen Ferdinand von Staiger hingegangen ist. Aber hat er, also wie ich von deinen Ausführungen gelesen habe, er hat nicht davon profitiert oder von diesem Vertrag. Oder was sagst du dazu? Also, es gab verschiedene Art Migrationen von Auswanderung von der Schweiz im 19. Jahrhundert. Es gab die subventionierte, die geförderte Migration. Das wurde so unterschrieben zwischen also Staatsoberhäupter in diesem neuen Weltländer und Schweizer Kantonen. Und dann kamen wirklich die armen Leute, die Verhungerten und so weiter. Und es gab die sogenannte Elitenmigration. Einige Historiker forschen darüber. Eine heißt Beatrice Ziegler und es gibt auch eine andere Beatrice, dessen Namen ich jetzt vergesse, aber das ist auch Französisch, glaube ich. Und ja, und sie forschen diese Migration. Das sind eher Händler zum Beispiel, die zu verschiedenen Ländern gingen und mit Exportationen gearbeitet haben. Und in Salvador gab es ein paar von diesen Händler, diese Exporteurs, die dort in Salvador, Bahia, ja, gelebt haben. Und sie haben sehr viel profitiert von dieser Kaufarbeit, also wie heißt das, Handelarbeit und Handlung. Also, und sie haben auch sehr viele Pflanzen erworben von brasilianischen Pflanzen, die verschuldet wurden von diesem Handel. Manche brasilianische Pflanzen sind ja in Schulden geraten und haben seine eigenen Pflanzen gepfändet. Und dann sind diese Händler zum Pflanzenbesitzer geworden und haben diese Pflanzen verkauft an anderen Schweizer. Bürger, also Patrizier, Leute, die Geld hatten. Das war der Fall. Oder sie selber waren Pflanzen und haben selber das auch. Also dann, so der Gabriel May, also auch ein Bernburger, hat diese Pflanzen erworben also er hat von, ich glaube, das war de Meuron, ja, Auguste de Meuron, die diese Pflanzung ihm verkauft hatte. Und das war der Fall von Ferdinand von Staiger. Genau, er war sozusagen Verwandt von Ferdinand von Staiger und hat diese Pflanzungen von Ferdinand von Staiger verkauft. So ist das. Ja, so ja, war das. Ja, das ist also in dem Sinne eine Bereicherung, weil wir sehen, dass dass es unterschiedlich war. Oder wir haben jetzt das Beispiel Nova Friburgo und eben die Migration, die aufgrund von Armut und Hungersnot in der Schweiz, oder? Quasi motiviert wurde, aber es gab andere Motive. Genau, und es gab die Elitenmigration oder Elitenauswanderung. So nennen die Schweizer Historie. Ich glaube, das sind jetzt die zwei Stellen, die wir hervorheben wollten. Gibt es weitere? Ich glaube, von der Präsentation her, glaube ich, das sind die Stellen, die wir hervorgehoben haben, um das ein bisschen zu relativieren, also die Aussagen gegenüber Sklaven und der indigenischen Bevölkerung, die wir gelesen haben, André. Was waren denn andere Themen, die Ferdinand von Staiger in seinen Briefen festgehalten hat? Also zum Beispiel über Brasilien. Was kann man so sagen über das Bild von Brasilien, was er vermittelt hat? Es waren sehr viele Themen, das ist ja die er in seinem Brief betrachtet. Ja, Sklavenemanzipation, diese Indigenen, sehr viel redet er über die Natur,
Sehr viel redet ihr über die verschiedenen Krankheiten in der Gegend, zum Beispiel. Sehr viel redet er über die Europäer, die seine Nachbarn sind. Ja, brasilianische Gesellschaft, allgemein, brasilianische politischen Themen, äußert sehr, sehr viel. Er äußert natürlich auch über die politischen Themen in Europa, das tut er auf jeden Fall. Ja, es sind wirklich sehr viele Themen. Also auch beschreibt er auch seine Nachbarschaften, zum Beispiel das Dorf Ilhéus, damals war noch ein Dorf. Genau. Also es ist ziemlich eindrücklich, was du da zusammengetragen hast. Es ist eine wahnsinnig aufwendige Arbeit, das alles zu transkribieren, also erstmal zu lesen. Ich weiß nicht, also ich habe versucht zu entziffern, was hier steht. Das ist nicht ganz einfach, eben transkribieren, übersetzen und diese Inhalte zugänglich zu machen. Seine Vorfahren, also es hat eine persönliche Motivation, aber es hat auch sehr viel Wert, glaube ich, für alle, die dieses Buch in den Händen haben und so ein bisschen in die Geschichte eintauchen können, dieser Person und auch in eine Geschichte, über die man nicht so viel weiß, oder? Über Schweizer Sklavenbesitzer, Plantagenbesitzer in Brasilien. Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag, den du leistest. Und ja, also ich fand es sehr spannend. Merci für deine Inputs, dass du für unsere Fragen beantwortet hast. Ich würde gerne öffnen, dass alle, die jetzt da sind, ihre Fragen auch stellen können. Und genau, also ich hoffe, dass das ging so wie ein bisschen, gab eine Idee von diesem Buch. Also das Buch ist, wie gesagt, auf Amazon erhältlich, wer das erwerben möchte. Auf Kindle auch. Und wer jetzt gerade Fragen hat an André, darf sehr gerne stellen. Ja, bitte, Herr Streif. Es ist klar, dass er ein super Rassist ist, aber zur gleichen Zeit heiratet er eine schwarze Frau. Geht er je auf diesen Widerspruch ein in seinen Texten? Nein, sein Sohn heiratet eine schwarze Frau, Cherubino. Und das, nachdem der Vater gestorben ist. Der Ferdinand heiratet eine Brasilianerin. Das ist auch sehr wichtig, das ist auch sehr interessant. Manche Schweizer von dieser Elite-Migration haben Brasilianer der Aristokratie geheiratet. Also aus verschiedenen Gründen, wenn es wegen Interessen und so weiter. Das ist voll interessant. Das ist nicht überall so gewesen. Also der Bernhard Scheer hat jetzt einen Artikel veröffentlicht im Februar über einen Schweizer, die mit einer Frau aus Indonesien geheiratet hat. Also, und diese Person kommt in die Schweiz und ein von seinen Kindern wird sogar ein berühmter Politiker. Das ist wirklich nicht so verbreitet in der Schweiz. Aber manche haben das schon getan. Und der Sohn von Ferdinand von Steiger hat eine schwarze Frau geheiratet. Er selber hat eine brasilianische aus der Aristokratie geheiratet. Aber der Sohn, nachdem der Vater schon gestorben war. Also der Vater muss sich nicht diese Frage stellen. Das ist eine super interessante Frage, weil ich bin gerade das am Forschen. Genau wann diese Heirat stattgefunden ist. Es sieht so aus, also in dem Brief wird nichts davon erwähnt. Ich habe das Gefühl, dass, weil der Sohn in Rio lebte, dass er das sehr gut versteckt hat von seinem Vater. Eben dieser Sohn war mein Urgroßvater und das Mischling-Tochter war meine Urgroßmutter. Danke. Merci. Eine weitere Frage, ja, Herr Fessler. Also ich habe zuerst einen großen Dank an André. Das ist ein sehr wichtiges Buch, das er hier geschrieben hat. Es ist sehr wichtig für die Fragestellung, inwiefern war die Schweiz oder waren Schweizer Personen an der Sklaverei und am ganzen kolonialen Projekt beteiligt. Ich arbeite selber seit etwa 20 Jahren in diesem Bereich und ich hatte lange ein bisschen einen Tunnelblick auf die Karibik. Mich hat dort vor allem
Saint-Domingue, das spätere Haiti, dann die holländischen Kolonien in Guyana interessiert und musste dann meinen Blick etwas öffnen nach britisch-Nordamerika und Richtung Süden eben dann nach Kuba und Brasilien. Und deshalb ist das ein sehr wichtiges Buch, für das ich danken möchte. Die Beatrice, die Sie angesprochen haben, die heißt Weyrassa, Beatrice Weyrassa aus Genf, diese andere Historikerin. Meine Frage ist noch die, bis wann hat von Steiger diese Plantage besessen? Hat er die bis zu seinem Tod besessen? Er ist ja 1887 gestorben und die Sklaverei wurde 88 abgeschafft. Hat er sie bis zu seinem Tod besessen und gewissermaßen noch seinem Sohn vererbt? Und dieser Sohn musste dann die Abschaffung der Sklaverei vollziehen oder miterleben? Oder wie ist das gegangen? Ferdinand von Steiger war einer der letzten Sklavenbesitzer der Christenheit. Er hat das besetzt, er hat das bis zum seinem Tod, diese Sklaven besetzt. Brasilien war das letzte Land von Lateinamerika, die Sklaverei abgeschafft hat. Ja. Sein Sohn hat geerbt, ganz genau. Der Älteste. Also, der Ferdinand von Steiger hat eigentlich das nicht mehr mitbekommen, aber er hat so quasi kurz davor, er hat das alles gespürt oder was es... Der gesamte Prozess hat er mitbekommen. Mhm. Ja, das war nicht eine Sache von der Nacht, Tag zum Nacht, nein, Nacht zum Tag, nein. Mhm. Der gesamte Prozess hat er mitbekommen. Die ganze Agonie. Mhm. Weil es gibt einen Schaffhauser Plantagenbesitzer, der ist dann gestorben und seine Frau, die Witwe, hat dann diese Plantage in Schweizer oder Schaffhauser Besitz noch verkauft, ich glaube 1873, weil sie auch geahnt hat, die Sklaverei wird bald abgeschafft werden. Und ich habe immer gedacht, diese Schaffhauser Plantage sei die letzte gewesen in Schweizer Hand, aber ich muss das jetzt korrigieren. Also die letzte war die von Steiger. Ja, der Sohn, vielleicht gab es anderen auch, also Schweizer in Brasilien das auch hatten, das war sehr verbreitet. Auch arme Leute haben Sklaven in Brasilien gehabt, nicht nur junge, auch Sklaven haben Sklaven gehabt. Ja. So ist das gewesen. Ja. Mhm. Prima. Da haben wir auch etwas, also da siehst du den Beitrag, den du geleistet hast, André, also auch in dieser Hinsicht. Gibt es weitere Fragen? Also jetzt ist es 6:30. Wir haben eine Stunde ungefähr geplant für diesen Austausch. Wenn es noch Fragen gibt an André, wäre das jetzt der Moment. Ja. Also wenn niemand sonst eine Frage hat, habe ich nochmals eine Bemerkung, warum dieses Buch eben auch sehr wichtig ist und warum Brasilien für die Schweiz auch eine große Bedeutung hat. Es hat einen Schaffhauser Nationalrat Wilhelm Joos gegeben, der hat selber in Brasilien gelebt und der hat als Nationalrat dann eine Motion gemacht, 1863, dass man Schweizer, die in Brasilien Sklaven halten, unter Strafe stellen soll. Also er hat den Bundesrat gefragt, ob man nicht etwas dagegen machen könne, dass es Schweizer gäbe, die in Brasilien Sklaven halten. Und der Bundesrat hat den Herrn von Tschudi aus dem Glarnerland als Gutachter nach Brasilien geschickt und dieser von Tschudi hat einen Bericht gemacht und der Bundesrat hat dann geschrieben, die Sklaverei, das sei kein Verbrechen, das sei eigentlich vernünftig und dass diese Leute hätten halt einfach Sklaven, das sei üblich und man könne nichts dagegen machen. Und es wäre auch falsch, wenn man ihnen diesen rechtmäßig erworbenen Besitz wegnehmen würde. Und damit ist die Schweizer Regierung von 1863, 64 eigentlich die letzte Regierung der westlichen Welt, welche die Sklaverei noch entschuldigt und gerechtfertigt
und verteidigt hat. Und wir haben im Nationalrat einen Vorstoß gemacht, um das eben zu thematisieren und zu skandalisieren. Und da kam gerade noch ein weiterer Skandal dazu, weil der Bundesrat von 2018 hat gesagt, Sklaverei sei halt in den 1860er Jahren normal gewesen. Das sei die Norm der 1860er Jahre gewesen. Und als Historiker weiß man einfach, das ist absoluter Quatsch, das ist Unsinn. Die Sklaverei ist seit dem 16. Jahrhundert umstritten und im 19. Jahrhundert ist das eigentlich ein Rückzugsgefecht. Die USA schaffen die Sklaverei ab, Frankreich hat sie schon vorher abgeschafft, Großbritannien auch. Kuba und Brasilien kommen dann noch hinten nach. Also das ist einfach falsch. Und wir haben dann nochmals einen Vorstoß gemacht und der Bundesrat von 2020 hat nochmals genau das Gleiche gesagt. Das sei halt eben die Norm der 1860er Jahre gewesen. Und wir sind jetzt eigentlich seit einem Jahr daran zu versuchen, diesen Skandal des Bundesrates von 1863 und des heutigen Bundesrates zu einem Thema zu machen. Und darum ist eben alles, was wir über Brasilien und Schweizer Plantagen und Sklavenbesitzer in Brasilien wissen, sehr wichtig. Und deshalb freue ich mich auf das Buch, das ich dann bald bestellen werde. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Fessler. Das ist quasi schon ein perfektes Abschlusswort. Das wollte ich nicht machen. Aber das passt ja perfekt. Also ich glaube, eben, das Thema nimmt an Wichtigkeit. Also es wird mehr geforscht dazu, es wird mehr gesprochen darüber. Und ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, diese Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte der Schweiz. Und da möchte jetzt André noch etwas sagen. Ja, nein, ich wollte nur das Kompliment machen. Das ist, ich glaube, also es gibt eine andere Historikerin von Zürich, Anne-Julie Link, glaube heißt sie. Und sie schreibt, dass es war kurz nach der Abschaffung der Sklaven, dass die Generalkonsulat von der Schweiz in Bahia, also in Salvador, abgeschafft wurde. Also, und das ist auch ein klarer Indiz, dass die Sklaverei interessant für die Schweiz